Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Yuto aus Japan und wohne in München, Deutschland. Hast du schon mal jemanden aus Japan oder aus Deutschland kennengelernt? Heute spreche ich aus meiner Erfahrung über die Unterschiede in Gewohnheiten oder in Kulturen zwischen Japan und Deutschland. Also, los geht's! Wie oft lädst du in deine Wohnung Freunde ein? Oder eine andere Frage ist, wenn du Freunde oder Bekannte triffst, wo triffst du sie? Bei dir oder bei einem Freund? Oder im Restaurant oder im Café? Oder im Park oder irgendwo draußen? Natürlich kommt es darauf an, was man zusammen mit anderen Leuten macht. Aber in Deutschland trifft man sie manchmal oder oft zu Hause. Dann isst man da zusammen oder trinken oder was Schönes zusammen kochen, während man sich mit ihnen unterhält. Ich denke, es gibt in Deutschland auch viele Menschen, die manchmal zu Hause eine Homeparty geben oder die zu Hause Geburtstag feiern. Ich lade auch ab und zu in meine Wohnung Freunde ein, weil ich gerne zusammen mit Freunden koche und zusammen was Leckeres esse. Jetzt in Japan. Wo treffen Japaner ihre Freunde? Und wie oft laden Japaner in ihre Wohnungen Freunde ein? Die meisten Japaner laden sehr selten in ihre Wohnungen Freunde ein und treffen normalerweise irgendwo draußen, wie in einem Restaurant, in einer Kneipe oder in einem Karaoke-Laden zum Beispiel. Vielleicht findest du es schade, dass es während deines Aufenthalts in Japan sehr geringe Chancen gibt, japanische Wohnungen zu besuchen, wo Japaner wohnen. Warum lädt man in Japan zu sich Freunde kaum ein? Das heißt nicht, dass Japaner immer sehr gerne essen gehen oder trinken gehen, sondern Wohnungen sind für die meisten Japaner etwas sehr Privates. Deswegen möchten viele Japaner anderen Menschen ihre Wohnungen nicht zeigen. Natürlich heißt es nicht, dass das Innere der Wohnungen in Japan schmutzig ist. Außerdem ist eine Wohnung oder ein Haus in Japan, vor allem in Tokio, oft kleiner als die oder das in Deutschland. Deswegen denken viele Japaner auch, dass sie zu Hause keinen Platz haben, wo ihre Gäste sich es bequem machen können. Wie oft kommst du beim Treffen zu spät? Bis wie viele Minuten kannst du Verspätung von Freunden einfach durchgehen lassen? Oder was machst du, wenn du dich beim Treffen mit Freunden 3 Minuten verspäten willst? Auch bei der Verabredung oder in Pünktlichkeit gibt es zwischen Japanern und Deutschen große Unterschiede. Es wird häufig gesagt, dass Deutsche mit Zeit oder Pünktlichkeit streng sind. Vielleicht stimmt das innerhalb Europas, aber im Vergleich zu Japanern sind sie damit gar nicht streng und viele Deutsche sind für Japaner leider keine pünktlichen Menschen. Es wäre vielleicht ein Vorurteil, aber viele Leute in Deutschland schicken den anderen im Voraus keine Nachricht, wenn sie zum Beispiel 10 Minuten Verspätung haben. Es gibt auch Leute, die sich für ihre Verspätung nicht entschuldigen. Vielleicht glauben sie, dass sie nur 10 Minuten Verspätung hatten. Aber für die meisten Japaner ist 10 Minuten Verspätung schon sehr viel. Sowas passiert in Deutschland nicht nur privat, sondern auch leider bei der Arbeit. Zum Beispiel ein Angestellter bei einer Firma oder ein Beamter sagt mir, dass er mir spätestens am Mittwoch eine Nachricht schickt. Dann warte ich darauf bis Mittwoch, Donnerstag und am Freitag bekomme ich endlich von ihm eine Nachricht ohne Entschuldigung. Sowas ist bei mir schon mehrmals passiert. Im schlimmsten Fall muss ich darauf noch länger warten und am Ende muss ich ihm eine Erinnerungsmail schicken. Ich kann natürlich verstehen,
dass es vielleicht an seiner Seite ein Problem geben würde oder er mehr Zeit brauchen würde zu überlegen. Aber ich kann nicht verstehen, warum er mir im Voraus keine Nachricht über die Verspätung schickt. Das ist nicht nur für mich, sondern auch für alle Japaner unglaublich und ärgerlich. Wenn man in Japan sowas macht, verliert man sofort das Vertrauen. Japaner kommen beim Treffen häufiger pünktlich oder sogar ein paar Minuten davor. In Japan lernt man an der Schule, dass man immer beim Treffen oder bei der Versammlung versuchen sollte, schon 5 Minuten vor dem Termin da zu sein. Das ist einfach zur Vorsorge. Wenn man 5 Minuten extra hat, hat man Zeit aufs Klo zu gehen, sich zu verlaufen oder Getränke zu kaufen. Wenn Japaner sich beim Treffen verspäten werden, schicken die meisten den anderen im Voraus eine Nachricht und teilen mit, wann sie voraussichtlich da wären. Die meisten Japaner machen das, wenn sie sogar 3 oder 5 Minuten Verspätung haben. Bei der 10 Minuten Verspätung natürlich auch, weil sie für Japaner schon große Verspätung ist. In Japan bestimmt man normalerweise bei der Verabredung genaue Zeit zum Treffen, während man in Deutschland manchmal spontan jemanden trifft. Das deutsche Wort spontan kann man nicht ins Japanische übersetzen, weil man in Japan selten spontan jemanden trifft und es in Japan keine solche Gewohnheit gibt. Da ich gerade in Deutschland wohne, soll ich mich an spontane Treffen gewöhnen. Aber das ist für mich immer noch schwer. Wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern auch für die meisten Japaner. In Japan sagt man zum Beispiel, lass uns am Sonntag um 15:45 Uhr treffen. Im Gegensatz sagt man in Deutschland manchmal, kein Stress, lass uns spontan treffen. Ich habe aus meiner Erfahrung gemerkt, dass zum Beispiel 15:45 oder 15:45 bei der Verabredung für die meisten Deutschen zu genau ist. Mit anderen Worten ist das Viertel oder die Viertelstunde bei der Verabredung in Deutschland oft zu genau. Aber natürlich gibt es Vorteile, wenn man an Zeit locker ist. Wenn man an Zeit nicht streng ist, steht man unter Zeitdruck nicht und es ist für ihn weniger stressig. Zum Schluss habe ich einen Tipp für dich. Ich rate dir, etwas früher dein Zuhause zu verlassen, wenn du in Japan in einem großen Bahnhof jemanden triffst. Man kann sich in einem großen Bahnhof in Japan sehr einfach verlaufen, weil er wie ein Irrgarten ist. Zum Beispiel der Bahnhof Shinjuku in Tokio, einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe der Welt, hat sogar mehr als 100 Ausgänge. Wie oft telefonierst du normalerweise? Deutsche oder Leute in Deutschland telefonieren ziemlich oft, während die meisten Japaner sehr selten telefonieren. Ich kann mich nicht einfach an die Kultur mit vielen Telefongesprächen in Deutschland gewöhnen und das ist oft für mich und für viele Japaner ein großes Problem. Zum Beispiel, ich bekomme ab und zu von jemandem mit einer unbekannten Telefonnummer einen Anruf. Natürlich ist der Anruf normalerweise von jemandem oder von einer Firma, mit dem oder mit der ich im Voraus per E-Mail Kontakt aufgenommen habe. Deswegen ist der Gesprächspartner für mich nicht komplett fremd. Aber viele Japaner nehmen das Telefon mit einer unbekannten Telefonnummer nicht oder nie ab. Ich ignoriere auch normalerweise einen Anruf mit einer Telefonnummer, die in meinem Handy nicht registriert ist. Und das ist privat ganz normal in Japan oder für Japaner. Außerdem haben viele Japaner keine Kopfhörer mit Mikrofon dabei, wenn sie unterwegs sind. Warum?
weil die meisten Japaner bis auf die Alten normalerweise selten telefonieren und deswegen brauchen sie normalerweise kein Mikrofon, wenn sie draußen gehen. Wenn man ohne Mikrofon telefoniert, spricht man leicht zu laut und macht Geräusch. Das ist natürlich ein Verstoß gegen die Benimmregeln und unhöflich für die anderen. Dazu kann man es ohne Kopfhörer oft wegen des Lärms nicht klar hören, was der Gesprächspartner spricht. Deswegen möchten viele Japaner kein Telefon abnehmen, wenn sie unterwegs sind. Natürlich hat ein Telefongespräch Vorteile. Beim Telefongespräch kann man dem Gesprächspartner Informationen schnell mitteilen, zwar viel schneller als per E-Mail. Wenn man viel sprechen möchte oder wenn man über etwas Kompliziertes sprechen möchte, wäre ein Telefongespräch besser als Chatten oder E-Mails. Und man kann damit viel Zeit sparen. Dazu kann man dabei das Gefühl vom Gesprächspartner relativ einfach fassen. Aber es gibt dabei auch allgemeine Nachteile. Wenn man plötzlich einen Anruf bekommt, während man unterwegs ist, kann man sich oft keine Notizen machen, weil man zum Beispiel weder kein Papier noch keinen Kugelschreiber hat. Darüber hinaus ist es im Gegensatz zu Kontakt per E-Mail beim Telefonat sehr schwer, das Gespräch zu hinterlassen oder zu verzeichnen. Das heißt, man kann später aufs Gespräch nicht mehr zurückschauen. Das ist wirklich schlimm, wenn das Gespräch etwas Wichtiges enthält oder wenn man beim Telefongespräch mit dem Gesprächspartner einen Termin vereinbart. Wenn man es nochmal bestätigen will, dann muss man nochmal den Gesprächspartner anrufen. Aber es ist oft unhöflich. Das bedeutet auch, dass es auch unmöglich ist, jemandem anderen den Inhalt des Telefongesprächs als Beweis zu zeigen, ohne dass man das Gespräch aufnimmt. Außerdem, wenn man plötzlich einen Anruf bekommt, fühlt man sich, dass man sofort darauf antworten muss und sofort entscheiden soll, auch wenn man da beschäftigt ist oder auch wenn man zur Überlegung noch etwas Zeit braucht. Das finden viele Japaner sehr unhöflich und daher telefoniert man in Japan selten, sondern man chattet oder schreibt E-Mails. Was machst du gerne, wenn das Wetter im Sommer schön ist? Viele Deutsche mögen spazieren gehen, draußen Sport treiben oder ein Sonnenbad nehmen. Andererseits gehen Japaner nicht so oft wie Deutsche zum Spaziergang oder zum Sport draußen. Und ein Sonnenbad nehmen Japaner sehr selten. Vor allem im Sommer bleiben viele Japaner ruhig zu Hause oder einkaufen gehen, wo es Klimaanlagen gibt. Natürlich ist es im Sommer in Japan viel heißer und viel feuchter als in Deutschland und es ist daher in Japan lebensgefährlich, im Sommer lange Zeit draußen zu bleiben. Das ist auch einer der Gründe dafür, aber in Japan gibt es traditionellerweise überhaupt keine Gewohnheit, absichtlich in der Sonne zu baden wie in Deutschland. Ich habe auch einmal mit deutschen Freunden in Deutschland ein Sonnenbad genommen, als es 30 oder 35 Grad war. Aber es war für mich viel zu viel heiß und war, als ob ich in der Hölle gewesen wäre und konnte damals nicht verstehen, wie ich das genießen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like bitte. Ich freue mich über Ihre Kommentare auch. Dann bis nächstes Mal. Bis bald. Matane.